Hey yo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Bald ist Weihnachten und ich bin mir sicher, viele sind schon dabei, Geschenke zu suchen, Menschen zu fragen, was sie sich denn wünschen und so weiter. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Video, wo ich euch ein paar Ideen gebe, was man Menschen so schenken kann. Nicht so ein ganz klassisches Geschenkevideo, einfach was so auf meiner Wunschliste steht oder so machen, sondern ich wollte euch Inspiration geben, wie man vielleicht nachhaltiger oder ein bisschen umweltbewusster verschenken kann und vielleicht den Menschen sogar trotzdem noch mehr Freude macht als mit ganz normalen materiellen Geschenken. Denn die Geschenke, die ich euch heute vorstelle, die nehmen erstens keinen Platz in dem Wohnraum des Menschen ein, zweitens sind sie oft nachhaltiger und sie liefern einen emotionalen Wert oder Situationen, die man nicht so schnell vergisst. Fangen wir an mit der ersten Kategorie, und zwar so Erlebnisse oder Zeitgeschenke. In dieser Kategorie geht es darum, dass man viel Zeit gemeinsam verbringt. Ausflüge kann man immer ziemlich gut verschenken, die sind meistens nicht zu teuer, je nachdem, was man machen möchte. Und beide haben was davon, einmal der Schenker und einmal der Beschenkte, weil ihr die ja meistens dann zusammen machen könnt. Da haben wir zum Beispiel sowas wie einen Besuch im Freizeitpark, Konzerte, Theater oder Museen. Da kann man sich ja auch absprechen oder wenn man die Person gut kennt, dann weiß man ja, was die Person so mag für Konzerte, welche Freizeitparks, und dann kann man da ja sein Geschenk drauf anpassen. Sowas wie Escape Room ist natürlich auch immer ein gutes Geschenk. Oder sowas Sportliches wie Klettern oder einen Yogakurs oder irgendwie eine Tanzstunde. Dann könnt ihr natürlich auch Sachen schenken, die zu dem Hobby der anderen Person passen. Also wenn ihr wisst, dass jemand zum Beispiel ein Instrument spielt oder so und ihr wisst, dass die Person sich schon länger irgendein neues Zubehörteil dazu wünscht, dann könnt ihr sowas schenken. Aber das ist dann halt etwas, was der anderen Person auch hilft und was die andere Person dann auch wirklich verwenden kann. Natürlich könnt ihr auch so Sachen wie Urlaub schenken. Das könnte dann aber auch manchmal etwas teurer werden, je nachdem, wie groß man den natürlich ausführt. Man kann kleine Wochenendtrips machen oder irgendwie Städtetrips in eine Stadt, die man sich gemeinsam schon länger mal anschauen wollte. Oder so ein Spa-Wochenende in irgendeinem Wellness-Hotel, das geht natürlich auch immer. Als ganz einfache gemeinsame Zeit, so Quality Time, kann man auch einfach der anderen Person schenken, dass man sie mal bekocht, irgendwie ein Abendessen vorbereitet und die dann zu Besuch kommen und man gemeinsam einen Spieleabend macht. Oder die kommen zu einem und man kocht gemeinsam. Ganz gemütliche Zeit, die man vielleicht sonst nicht hat oder sich nicht nimmt, weil jeder im Alltagsstress verloren ist. Der letzte Punkt in der Kategorie Zeitgeschenke wäre dann Unterstützung bei Projekten. Wenn ihr wisst, dass eine Person bald umzieht, dann könnt ihr sagen, ich helfe euch beim Aufbauen in der neuen Wohnung oder beim Abbauen oder beim Kistenpacken. Je nachdem, wobei dann Hilfe gebraucht wird. Also sowas wie umdekorieren, Zimmer neu streichen, solche Sachen kann man ja auch gut helfen. Und natürlich eine Sache, Gartenarbeit, falls jemand einen Garten hat und ihr wisst, die Person hat da vielleicht gar nicht so viel Lust drauf oder so, dann könnt ihr sagen, okay, lass uns das doch mal gemeinsam machen und ich helfe dabei und dann macht ihr gemeinsam den Garten wieder schön. Die nächste Kategorie nennt sich Spenden, allerdings in verschiedenen Formen, und zwar nicht, dass man einfach nur Geld schenkt. Also zum einen das klassische Spenden wäre dann, dass ihr vielleicht im Namen der Person eine Geldspende an eine Organisation macht, die dieser Person wichtig ist. Vielleicht habt ihr jetzt schon mal drüber gesprochen und die Person unterstützt diese Organisation auch selbst schon. Und dann eine Sache, die ich persönlich auch sehr praktisch und sehr cool finde, so Abos. Also es gibt ja verschiedenste Online-Kurse, entweder für Musik oder für Sport oder zum Sprachenlernen, die vielleicht Menschen schon machen oder benutzen, wo aber immer wieder nachgezahlt werden muss. Da könntet ihr dann einfach ein Jahr oder einen Monat schenken, je nachdem wie teuer das ist. Und da freut sich die Person sicherlich ziemlich drüber, weil sie eben das vielleicht sogar alltäglich nutzt. Sowas wie E-Books oder Hörbücher kann man natürlich auch immer wieder schenken. Und eine Sache, die recht offensichtlich ist, sind Streamingdienste. Ich glaube, jeder nutzt heutzutage irgendeine Art von Streamingdiensten zum Musik hören, zum Podcast hören, zum Film gucken oder für Hörbücher. Und da kann man dann einfach in Absprache mit der Person irgendwas schenken, was die Person vielleicht auch schon nutzt und man das dann einfach verlängert. Und ein letzter Punkt wären dann noch sowas wie Software oder Apps. Wenn sich eine Person schon irgendwelche Apps wünscht seit längerem, dann könnt ihr sagen, okay, ich schenke euch die oder ich schenke euch einen Teil davon, dann könnt ihr euch die selber kaufen. Aber sprecht bei all diesen Sachen, die in der Kategorie Spenden sind, auf jeden Fall nochmal mit den Personen vielleicht vorher einmal darüber, damit ihr euch sicher sein könnt, dass diese Person sich noch das wirklich wünscht und nicht vielleicht mittlerweile schon den Wunsch wieder verworfen hat. Zumindest kenne ich das von mir sehr gut, dass ich schnell mal irgendwie meinen Wunsch auch ändern kann.
Und dann wäre das natürlich sehr ärgerlich, wenn ihr das der Person dann schenkt, aber die Person gar nicht mehr möchte. Und die letzte Kategorie sind selbstgemachte Geschenke. Da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite an Dingen, die man verschenken kann. Zum einen kann man natürlich einen lieben Brief schreiben an die Person. Man kann ein Video mit Erinnerungen zusammenschneiden oder mit Fotos, so eine Fotogalerie erstellen. Man kann natürlich auch ein digitales Fotoalbum machen oder ein analoges. Da wäre es nur sicherlich sinnvoll, vorher einmal abzusprechen, ob die Person das auch in analog wirklich haben möchte, eben weil sonst man wieder einen materiellen Gegenstand hat, der dann auch wieder einen Platz beansprucht. Dann so Sachen wie Essen kann man ja auch immer schenken. Das ist jetzt nicht unbedingt selbst gemacht, aber man kann auch Essen selber machen, also einen Kuchen backen, Kekse machen, Marmelade einkochen, solche Sachen, die kann man auch super verschenken, da freuen sich auch ganz viele drüber und die kann man ja dann auch aufbrauchen und die Gläser entweder wiederverwenden oder zurückgeben, damit die Person dann wieder was Neues einkochen kann. Und man kann natürlich auch so Sachen sich wünschen, die man viel benutzt, irgendwie Nudeln, Riegel oder Nüsse, die man gerne isst und einfach nicht mehr zum Vorrat hat. Und man kann sich auch was wünschen, was man vielleicht gerne mal probieren möchte, aber sich selber nicht kauft, weil es einem vielleicht zu teuer ist. Und als letztes noch sowas wie Verbrauchsgegenstände, also Kosmetik oder irgendwelche derartigen Dinge. Jeder Mensch benutzt irgendwas Kosmetisches, Zahnpasta, Zahnbürste, solche Sachen. Und da werden die Sachen natürlich auch mal leer. Und sowas kann man super auch einfach mal nachschenken. Da muss man dann vorher mit der Person vielleicht drüber sprechen, was diese benutzt, damit man dann auch die richtigen Produkte kauft. Und auch hier, wenn es irgendwelche Kosmetikreihen gibt, die zu teuer sind, um sie sich selbst zu kaufen, kann man sich sowas auch sehr gut wünschen oder sowas gut verschenken. Auch wieder in Absprache, ob das wirklich die Sachen sind, die man sich wünscht. Und man kann solche Sachen wie Seife oder Badebomben oder irgendwelche Düfte oder auch sowas wie Öle zum Massieren manchmal auch ganz gut selber machen und dann auch wieder verschenken. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet einige Inspirationen mitnehmen von Dingen, die ihr euch in Zukunft wünschen könnt. Und es war etwas dabei, wo ihr euch gut vorstellen könnt, das an eine liebe Person in eurem Umkreis zu verschenken. Schickt das Video doch gerne auch an Personen weiter, die euch vielleicht schon gefragt haben, was ihr euch wünscht oder die nicht wissen, was sie euch schenken können. Dann bekommen sie ein paar Inspirationen und ihr bekommt etwas, was ihr vielleicht auch wirklich gebrauchen könnt und nicht irgendwelche Bücher, die euch nicht interessieren oder Socken, die dann einfach nur im Schrank rumliegen, weil ihr die hässlich findet. Also Leute, weniger ist mehr. Denkt an euren bewussten Konsum. Verschenkt bewusst und nur Dinge, die sich andere auch wirklich wünschen. Manchmal sind Dinge, die nicht materiell sind, viel mehr wert. Ihr habt schöne Erinnerungen gemeinsam. Oder wenn die Person etwas von euch selbstgemachtes isst, freut sie sich jedes Mal und kann weiter an euch denken. Geschenke gehen auch ohne auf Nachhaltigkeit zu verzichten und müssen auch nicht immer Unmengen kosten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Fröhliche Weihnachten schon mal. Tschüss!